Der Patient. Der Patient klagt über Kopfschmerzen. Der Arzt. Der Patient wurde vom Arzt untersucht. Die Krankenschwester. Ich arbeite als Krankenschwester in einem deutschen Krankenhaus. Das Krankenhaus. Meine Mutter liegt seit 5 Tagen im Krankenhaus. Das Pflegeheim. Sie hat ihre Großmutter gestern im Pflegeheim besucht. Die Station. Der Patient wurde auf eine andere Station verlegt. Das Patientenzimmer. Die Station hat insgesamt 15 Patientenzimmer. Das Bett. Bitte gehen Sie ins Bett. Der Nachtschrank. Ich stelle Ihnen eine Wasserflasche auf den Nachtschrank. Der Stuhl. Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl. Der Tisch. Ich habe das Essen auf den Tisch gestellt. Die Klingel. Benutzen Sie die Klingel, wenn Sie Hilfe brauchen. Der Frühdienst. Der Frühdienst beginnt um 6 Uhr. Der Spätdienst. Der Spätdienst beginnt um 13:30 Uhr. Der Nachtdienst. Der Nachtdienst beginnt um 21 und endet um 6 Uhr. Die Abteilung. In der inneren Abteilung gibt es 20 Betten. Die Operation. Der Patient ist für die Operation vorbereitet. Die Klinik. In der Klinik macht man ungefähr 20 Operationen am Tag. Der Dienstplan. Seit gestern hängt der neue Dienstplan. Die Übergabe. Die Übergabe beginnt pünktlich um 6 Uhr. Die Dokumentation. Ich mache ein Foto für die Dokumentation. Der Kugelschreiber. Du brauchst 3 Kugelschreiber, rot, blau und grün. Die Hilfe. Ich brauche bitte Hilfe. Die Tablette. Nehmen Sie bitte alle Tabletten nach dem Essen ein. Die Apotheke. In der Apotheke gibt es Medikamente. Die Aufnahme. In der Aufnahme meldet sich neue Patientin. Der Rollstuhl. Bitte besorgen Sie einen Rollstuhl für Frau Müller. Das Röntgen.
Gehen Sie bitte zum Röntgen. Das Labor. Ich bringe das Blut ins Labor. Die Handschuhe. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ziehen Sie Handschuhe an. Das Fieberthermometer. Geben Sie mir das Fieberthermometer. Das Blut. Bringen Sie bitte das Blut ins Labor. Die Infusion. Sie bekommen eine Infusion mit Vitamin C. Das Kissen. Soll ich noch ein Kissen unter Ihren Kopf legen? Die Bettdecke. Ich werde Ihre Bettdecke neu beziehen. Der Bezug. Hier habe ich ein neuer Bezug. Der Wäschesarg. Der schmutzige Bezug stecke ich in den Wäschesarg. Das Laken. Ich werde das Laken glatt ziehen. Der Schrank. Meine Jacke hängt im Schrank. Die Bettruhe. Sie haben Bettruhe, das heißt, Sie dürfen das Bett nicht verlassen. Die Antithrombose-Strümpfe. Legen Sie sich hin, und ich helfe Ihnen, die Antithrombose-Strümpfe anzuziehen. Die Körperpflege. Der Patient kann die Körperpflege nicht alleine durchführen. Das Waschbecken. Setzen Sie sich am Waschbecken. Das Handtuch. Können Sie mir ein kleines und ein großes Handtuch reichen? Die Zahnbürste. Sie können Ihre Zähne mit der Zahnbürste putzen. Die Zahnprothese. Nehmen Sie bitte die Zahnprothese heraus. Die Kulturtasche. Kannst du meine Zahnbürste aus der Kulturtasche nehmen? Das Waschen. Die Pflegerin hilft dem Patienten beim Waschen. Die Mundpflege. Der Patient kann selbst die Mundpflege durchführen. Das Frühstück. Was bekomme ich zum Frühstück? Das Mittagessen. Was wünschen Sie sich zum Mittagessen? Das Abendessen. Das Abendessen beginnt täglich um 17:30 Uhr. Der Trinkbecher. Können Sie mir meinen Trinkbecher geben? Das Fleisch. Der Patient isst kein Fleisch. Der Blutdruck. Ich messe Ihnen den Blutdruck.
Der Puls. Der Puls ist 80. Die Temperatur. Ich messe Ihnen Temperatur im Ohr. Die Halsschmerzen. Der Patient hat starke Halsschmerzen. Das Fieber. Mir ist so warm, habe ich noch Fieber? Die Vitalwerte. Messen Sie bitte, Frau Müller, die Vitalwerte. Die Patientenkurve. Tragen Sie die Blutdruckwerte in die Patientenkurve ein. Die Toilette. Waren Sie schon heute auf der Toilette? Der Urin. Ich werde noch heute Ihren Urin ins Labor schicken. Der Verband. Haben Sie dem Patienten den Verband gewechselt? Der Verbandswechsel. Ich möchte Ihnen den Verbandswechsel am Bein machen. Das Schmerzmittel. Ich habe starke Kopfschmerzen. Geben Sie mir bitte ein Schmerzmittel. Die Spritze. Sie bekommen eine Spritze gegen Thrombose. Die Nadel. Der Patient hat Angst vor Nadeln. Das Blutdruckmessgerät. Holen Sie mir bitte schnell ein Blutdruckmessgerät. Der Aufnahmebogen. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen für den Aufnahmebogen stellen. Die Nationalität. Welche Nationalität haben Sie? Deutsch? Die Urinflasche. Gehen Sie zur Toilette oder brauchen Sie eine Urinflasche? Das Steckbecken. Ich lege Ihnen das Steckbecken unter das Gesäß. Das Hörgerät. Tragen Sie ein Hörgerät? Die Brille. Brauchen Sie Brille zum Lesen? Der Rollator. Frau Müller kann 100 Meter mit einem Rollator laufen. Der Bauch? Der Bauch tut mir so weh. Das Bein. Kannst du Frau Müller Beine waschen? Der Kopf. Die Frau hat sich gestern am Kopf verletzt. Die Brust. Frau Müller klagt über den Druck in der Brust. Der Rücken. Soll ich Ihnen den Rücken waschen? Das Anamnesegespräch. Das Anamnesegespräch wird vom Arzt durchgeführt. Die Medikamente.
Nehmen Sie Medikamente gegen den hohen Blutdruck? Die Untersuchung. Sie müssen für die Untersuchung nüchtern bleiben, das heißt, Sie dürfen nichts essen. Der Dauerkatheter. Ich habe Frau Müller einen Dauerkatheter gelegt. Die Urinausscheidung. Achten Sie bitte auf die Urinausscheidung. Die Arztvisite. Wann ist die Arztvisite? Ich muss dringend mit dem Arzt sprechen. Die Diagnose. Wie lautet die Diagnose des Patienten? Das Skalpell. Der Arzt schneidet die Haut mit einem Skalpell. Die Fäden. Wann werden die Fäden gezogen? Die Wundauflage. Ich lege eine Wundauflage auf die Wunde. Das Pflaster. Ich fixiere den Verband noch mit einem Pflaster. Der Pflegebericht. Vergessen Sie nicht, einen Pflegebericht zu schreiben. Die Wunde. Ich würde gerne die Wunde fotografieren. Das Zäpfchen. Das Zäpfchen führen Sie in den Darm ein. Die Augensalbe. Die Augensalbe gebe ich Ihnen heute Abend. Die Tropfen. Haben Sie auch Tropfen gegen Schmerzen? Die Angehörige. Die Angehörige der Patientin kommen heute Nachmittag zu Besuch. Die Mobilität. Der Patient ist in seiner Mobilität eingeschränkt. Die Ausbildung. Wie lange dauert die Ausbildung für die Pflege?